Du hast Bock auf eine echte Herausforderung mit dem Bike, ein geniales Naturerlebnis in saftigen Höhen, Blick auf den Gletscher, das Ganze im Setting der Schweizer Alpen? Dann schau dir mal den Stoneman Glaciare an. 127 Kilometer, 4800 Höhenmeter werden einiges von dir abverlangen, aber es bleiben Erinnerungen, die dir keiner mehr nehmen kann. Du kannst selbst entscheiden, ob du es in Gold, Silber oder Bronze machst, in 1, 2 oder eben 3 Tagen. Und wie du am besten dich darauf vorbereiten kannst du hier erfahren. Deswegen bleib dran, get ready with me for Stoneman Glaciare. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Get Ready With Me Formats. Wir sind mit der Bike24 Summer Tour hier in der wundervollen Schweiz unterwegs. Genauer gesagt im Wallis, im Bellwald. Und wir dachten, wir besuchen einfach mal unsere Partner vom Stoneman. Denn es gibt nämlich, wie auch in den anderen Destinationen in Europa, mehrere Stonemans. Und hier ist der Stoneman Glaciare. Und wer könnte mir das besser erzählen als der erste Finisher seit der Eröffnung des Tracks, der liebe Remo. Und deswegen, stell dich doch mal kurz vor, sag mir, wie du dazu gekommen bist, wie oft du den Stoneman vielleicht schon gemacht hast und was uns zu erwarten gibt. Ja, von meiner Seite. Es freut mich natürlich, dass ihr uns hier im Wallis besuchen kommt. Gerne. Die Anfahrt ist hügelig, schon die Anfahrt, und das macht Spaß. Und so geht es ja dann auch weiter auf dem Stoneman. Es ist ein schönes Erlebnis, ein hartes Erlebnis. Man bekommt manchmal ein bisschen harte Beine, aber es macht riesen Spaß, wie man das machen kann. Genau. Was macht denn die harten Beine? Gib uns doch mal Facts, ne? Was bedeutet denn der Stoneman? Genau. 127 Kilometer, zu 90% Trails, auf und ab. Das ist schon eine große Herausforderung für die meisten von uns. Und wie viele Höhenmeter haben wir zu überwinden? 4800 Höhenmeter. Jo. Erzähl uns mal gerne, in welchen Varianten man das angehen kann, den Stoneman. Ja, das kannst du dir eben einteilen auf Gold, dann auf Gold oder in Silber in 2 Tagen. Gold ist ein Tag, genau. Silber ist 2 Tage und Bronze ist 3 Tage. Und ich sehe schon, hier ist was vorbereitet, da ist dann auch die Trophäe. Ja. Erzähl uns doch mal, also der Stoneman ist ja wirklich ein Steinmännchen. Ne? Da ist ein Steinmännchen, das kann man aufbauen, und oft findet man diese Trophäe dann wieder zu Hause im Schlafzimmer, weil man kann sich fast nicht mehr trennen von diesem Steinmännchen. Ja. Genau, hier habe ich jetzt das Steinmännchen in Silber. Und da bekommst du hier so eine Verlängerung, weil es gibt ja auch den Stoneman bei unseren Freunden in Deutschland, in Belgien, in Österreich oder in Italien, wo man dann die Steinmännchen aufbauen kann. Wie oft hast du den schon gemacht? Ja, auf Gold muss ich sagen, habe ich ihn nur einmal gemacht, weil auf Gold, ich hatte mir das als Ziel gesetzt, Winter durch war ich dann wirklich sehr toll, 2-mal in der Woche im Spinning, und habe dann mich wirklich auch vorbereitet für den in Gold zu fahren. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort, Vorbereitung. Und deswegen machen wir auch das Get Ready With Me. Weil gerade jetzt für diese E-Bike-Variante muss man sich auch ein bisschen überlegen. Selbst wenn man diese 127 Kilometer mit 4800 Höhenmetern aufteilt, ist das vielleicht für die Akkureichweite schon herausfordernd, selbst in 2 Tagen. Das heißt, man muss wahrscheinlich in der Einkehrmöglichkeit das Ladegerät mitnehmen und zwischenladen und auch auf jeden Fall in der Übernachtung ein Zwischenladen. Aber diese Tipps kommt man dann bei den Partnern vor Ort, also zum Beispiel bei euch. Die Logiepartner sind auch alle eingerichtet, dass sie das auch machen, auch auf den Hütten. Mittlerweile ist E-Bikes, das ist heute Standard, das gehört dazu. Was ich hier beim Stoneman Glaciare sehr schön finde, wahrscheinlich wie allgemein in der Schweiz, ist der öffentliche Verkehr. Der ist natürlich super ausgebaut. Hast alle halbe Stunde hast du unten im Tal eine Zugverbindung. Du kannst immer mit dem ÖV sehr gut von A nach B dich verschieben, und auch von der Topografie her ist es eigentlich recht gut. Du kannst bei dem Logiepartner übernachten und eine Runde machen und wieder am gleichen Ort. Also es gibt wirklich schöne, gute Runden, die man nicht immer das Gepäck irgendwie von A nach B transportieren muss. Aber selbst wenn, gäbe es dafür Strukturen, um das Hauptgepäck
sozusagen unabhängig, dass du das nicht Das mitschleppen geht. musst, Genau. rüber zu transferieren. Okay. Wir haben aber gemerkt, dass eben die Sportler das ja irgendwie noch schätzen, dass sie einfach einen Standort haben, die kommen zum Beispiel am Freitag an und können sich dort einrichten und dann kann man eben eine Runde machen und am Abend ist man wieder am selben Ort, muss man nicht wieder packen und so. Ja. Es gibt die Möglichkeit, aber bei uns denke ich, eben ist es auch, kann man das auch gut vom gleichen Ort aus machen. Ja. Genau. Aber packen ist trotzdem vielleicht das gute Stichwort, weil ein paar Sachen sollte man schon dabei haben auf dem Trail. Ja. Und vielleicht gucken wir uns da einfach mal den Rucksack an, was man so dabei haben sollte. Und ich denke, das ist auch die Basis, mit der man anfangen sollte. Sucht euch einfach einen Daypack aus, in den ihr die Sachen, die ihr mitnehmen wollt, auch wirklich hineinbekommt. Und denkt aber dran, dass ihr alles auch mit hochschleppen müsst. Also versucht wirklich so minimalistisch wie möglich unterwegs zu sein und wirklich euch an die Essentials zu halten. Ne? Also denkt an eine Regenjacke, vielleicht für den Rucksack noch einen Regenschutz und wenn ihr technisches Equipment dabei habt, vielleicht noch so einen wasserdichten Packsack, den ihr dann einfach schon mal als Compartment unten mit reinstopfen könnt. Und alles andere klärt ihr dann wetterabhängig, ob ihr noch wasserdichte Überzieher braucht oder wasserdichte Socken, noch ein Wechselshirt, eine wärmende Schicht, falls man oben eine Eigenkehr ein bisschen frischer sich draußen aufhalten möchte, Ärmlinge. Was würdest du denn sagen, ist denn so das Wichtigste, was man denken sollte? Also das Wichtigste für mich ist der da. Für die Silbervariante. Genau. Ja. Also das ist wirklich ein Muss, dass man irgendwo sich mal eine 3/4 Stunde Pause gönnt und dann die Kreditkarte mitnehmen. Das Portemonnaie, genau. Einen feinen Kuchen essen und dazu der Akku auffüllen. Genau, auch das natürlich in der Strategie zu planen, ob man jetzt alles komplett mit Gels oder Riegeln sich versorgt, da muss man natürlich wesentlich mehr noch einpacken. Ich finde immer so ein kleines Erste-Hilfe-Set, gerade wenn man in einer Gruppe dabei ist, das sollte einer das zumindest dabei haben, also so für eine Erstversorgung, falls doch mal ein Sturz passiert. Auch kleines Reparaturset, dass man eine Pumpe dabei hat und vielleicht ein kleines Multitool. Da habe ich jetzt noch so einen Schaum-Reifenheber. Falls man ins Dunkel kommt, auch eine Lampenset. Ganz wichtig natürlich die Stempelkarte vom Stoneman. Die Karte, wenn man das nicht irgendwie als digitalen Track auf sein Handy runtergeladen hat. Und dann haben wir es eigentlich schon. Helm, ganz wichtig, Sonnenbrille. Und für die Trinkversorgung entscheide ich mich persönlich immer für eine Trinkblase, weil ich einfach dann den Trinkschlauch direkt am Mund habe und einfach dazu animiert werde, mehr zu trinken. Ich habe die Flasche zwar trotzdem noch dabei und vielleicht auch noch so ein Elektrolytpulver zum Nachfüllen, weil auch in der Konstellation mit der großen Blase reicht das wahrscheinlich nicht. Man muss immer wieder zwischendurch aufladen, weil man echt viel und lange unterwegs ist. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen, oder? Let's go! So, wir sind jetzt mal so weit hochgefahren, dass wir das erste Mal so richtig in den Wolken drin hängen. Und weil wir gerade keine Aussicht haben, dachten wir, zeigen wir euch einfach mal kurz das Setup vom Bike und auch von den Klamotten her, die ich ausgewählt habe. Ich persönlich fahre immer ganz gerne mit einer Whipshot drunter, weil man einfach da doch relativ lange auf dem Sattel sitzt. Und deckt das dann ab mit einer ganz normalen Mountainbike-Shorts, weil man einfach ein paar Taschen hat und das Obermaterial einfach ein bisschen abriebfester ist, falls man doch mal durch Gebüsch abfährt. Dann habe ich mich auch für Klickpedalen entschieden, einfach auch für einen runderen Tritt, weil man lange unterwegs ist und einfach da einfach viel besser alle Muskelpartien ansprechen kann. Und obenrum, habe ich ja schon in der Kleiderauswahl gesagt, habe ich immer ein langes Shirt dabei oder auch ein kurzes, auf jeden Fall beide relativ leichtgewichtig, atmungsaktiv, schweißabweisend und damit kann man dann ganz gut wechseln und mit dem langen Shirt zum Beispiel die Sonne dann abhalten. Beim Bike habe ich mich, weil wir eine E-Mountainbike-Tour machen, für Specialized Levo als E-Fully-Mountainbike entschieden, mit relativ dicken Stollenreifen, 2,6er vorne und hinten, 160er Federweg, ordentlich dicken Scheibenbremsen und als wichtigstes Feature für mich ist halt die absenkbare Sattelstütze, einfach weil man bei den Abfahrten viel besser über dem Bike sitzt und als Zusatzaccessoire noch den Garmin 1040 als Navigationsgerät, da kannst du den Track draufladen vom Stoneman, weißt immer wo du bist, was du noch vor dir hast und kannst einfach dem nachfahren.
war eine ganz schöne Tour. Ja, okay. Hat Spaß gemacht. Ja, ich bin ganz schön geflasht, ne, von dem Gletscher, von den Abfahrten. Ganz schön K.O. auch, trotz E-Bike. Und wir haben gemerkt, man muss auf jeden Fall zwischendurch laden. Ja. Also sucht euch gut Stationen aus, wo ihr das vorplanen könnt. Rechnet auch immer mit dem Schlimmsten. Selbst der Wetterbericht am Morgen hat nicht gesagt, dass es nochmal so runterkommt. Deswegen sehen wir auch so dreckig aus, aber das sieht immer so aus, als ob man auch nicht was geschafft hat. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Ja, es war sehr schön bei euch. Stoneman Glaciara, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so gesehen hättet, was ihr noch mitgenommen hättet, was ihr vielleicht vermisst habt. Und ansonsten vielleicht auch, wer das von euch jetzt machen möchte, angespornt dadurch. Ansonsten schaltet wieder ein. Nächstes Get Ready With Me. Macht's gut. Ciao, ciao.